zwischen Katholizismus und Protestantismus und eliminierten die theologische Ambiguität, die zahlreiche mittelalterliche Debatten charakterisiert hatte. Die Disziplinarreformen, deren Zweck es war, die Missbräuche zu beseitigen, die die protestantische Krise verursacht hatten, hatten ebenfalls große Auswirkungen. Das Konzil verbot die Kommerzialisierung von Ablässen und die Anhäufung kirchlicher Vorteile, etablierte die Residenzpflicht für Bischöfe und Pfarrer, ordnete die Gründung diözesaner Seminare für die angemessene Klerikerausbildung an und legte strenge Regeln für die Wahl und Ernennung von Bischöfen fest. Diese Maßnahmen behandelten direkt die strukturellen Herausforderungen, die Luther anfangs aufgezeigt hatte, obwohl sie zu spät kamen, um die religiöse Spaltung Europas zu heilen. Die Umsetzung der tridentinischen Reform begann, die Wahrnehmung der katholischen Kirche allmählich zu verändern. Die Seminare, vielleicht die folgenreichste Innovation, erzeugten Generationen von Priestern mit tieferer theologischer Bildung und größerer Wahrnehmung ihrer pastoralen Verpflichtungen. Die häufigen Bischofsbesuche und Diözesansynoden halfen dabei, die Überwachung und Verwaltung der Kirche zu optimieren. Das Aufkommen des römischen Katechismus 1566, des überarbeiteten Breviers 1568, des römischen Messbuches 1570 und schließlich der Vulgata Clementina 1592 stellte standardisierte Texte zur Verfügung, die Einheitlichkeit in Liturgie und Lehre in der gesamten katholischen Welt förderten. Diese Standardisierung, im Gegensatz zur regionalen Vielfalt des mittelalterlichen Katholizismus, repräsentierte eine neue Vision einer zentralisierteren und römischeren Kirche. Während die Versöhnung angestrebt wurde, entstanden neue religiöse Kongregationen, die den Geist der Gegenreformation verkörperten. Die Gesellschaft Jesu, gegründet von Ignatius von Loyola und 1540 von Paul de Dretti genehmigt, würde eine herausragende Rolle spielen. Die Jesuiten, aufgrund ihres 4. Gelübdes des direkten Gehorsams gegenüber dem Papst, ihrer strengen intellektuellen Bildung, ihrer Betonung der geistlichen Übungen und ihrer Fähigkeit, sich an verschiedene kulturelle Kontexte anzupassen, wurden zu den Pionieren in Mission und Bildung der erneuerten Kirche. Die jesuitischen Bildungseinrichtungen, die in Europa und schließlich in Amerika, Asien und Afrika gegründet wurden, bildeten die katholische Elite in einer Kombination aus Renaissance-Humanismus und trientinischer Orthodoxie aus. Gleichzeitig entstanden neue weibliche Kongregationen wie die Ursulinen, gegründet von Angela Merici, und wurden Reformen in alten Kongregationen wie der karmelitischen unter der Leitung von Teresa von Avila durchgeführt. Diese Maßnahmen reaktivierten das geistliche Leben der Frauen und die katholische Bildung. Das Konzil von Trient und die Gegenreformation illustrieren ein faszinierendes historisches Paradox. Einerseits hätten die eingeführten Reformen die protestantische Krise verhindern können, wenn sie ein Jahrhundert früher umgesetzt worden wären. Andererseits stärkten und konsolidierten sie durch die so präzise Etablierung der katholischen Identität, im Gegensatz zum Protestantismus, die Fragmentierung der westlichen Christenheit. Die Kirche, die aus dem Konzil von Trient hervorging, zeichnete sich durch überlegene Disziplin, effizientere Organisation und lehrmäßige Konsistenz im Verhältnis zu ihrem mittelalterlichen Vorgänger aus, hatte aber auch einen defensiveren und kämpferischeren Ansatz. Der nachtridentinische Katholizismus, ausgezeichnet durch seine Betonung der Einheitlichkeit, hierarchischen Autorität und deutlichen Unterscheidung zwischen Klerus und Laien, etablierte einen evolutionären Weg, der sich von dem des Protestantismus unterschied, der sich auf Glaubensvielfalt, persönliche Schriftinterpretation und das universelle Priestertum der Gläubigen konzentrierte. Die Unterschiede, die in diesem entscheidenden Moment entstanden, würden die religiöse Erfahrung im Westen in den nachfolgenden Jahrhunderten prägen. Welche Art von Person wäre fähig, die strengen Reformen des Konzils von Trient nach Jahrzehnten des Renaissance-Papsttums effektiv umzusetzen?
Die Antwort materialisierte sich in Antonio Ghislieri, einem Dominikanermönch, der in seiner Rolle als Papst Pius V. 1566–1574 den Geist der Gegenreformation in seiner klarsten und strengsten Manifestation verkörpern würde. Ghislieri, aus einer Familie mit bescheidenen Mitteln stammend, trat im Alter von 14 Jahren in den Predigerorden ein und widmete sich dem klösterlichen Leben, dem Theologiestudium und der Verteidigung der Orthodoxie als Inquisitor, bevor er, überraschend, für die Position des Papstes ausgewählt wurde. Der Kontrast zu seinen Renaissance-Vorgängern könnte nicht größer gewesen sein. Während Päpste wie Leo X einen strahlenden und bescheidenen Hof geführt hatten, lebte Pius V wie ein strenger Mönch, sogar im Vatikan, trug unter seiner päpstlichen Tunika das weiße Dominikanergewand, fastete häufig, widmete sich dem Gebet und reduzierte die Kosten des päpstlichen Hofes erheblich. Die Wahl dieser Persönlichkeit bedeutete eine entscheidende Transformation. Das prächtige und weltliche Renaissance-Papsttum wich einer Führung, die sich auf geistliche Reform und kirchliche Disziplin konzentrierte. Pius V übernahm entschlossen und unerschütterlich die Umsetzung der Dekrete des Konzils von Trient und verwandelte das, was nur Erklärungen hätten sein können, in konkrete Transformationen. Um eine homogene, lehrmäßige Bildung zu gewährleisten, veröffentlichte er den römischen Katechismus 1566, überarbeitete das Brevier 1568 und das römische Messbuch 1570 und definierte damit die liturgische Form, die praktisch unverändert bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 4 Jahrhunderte später bestehen bleiben würde. Er definierte die Residenzpflicht für Bischöfe und Pfarrer, die ihre Diözesen und Pfarreien aus der Ferne verwaltet hatten, verwarf die Korruption in der römischen Kurie und forderte die strenge Einhaltung der klerikalen Disziplin. Die Reformen erwiesen sich als so unbequem für den römischen Klerus, der an Privilegien und Annehmlichkeiten gewöhnt war, dass der Tradition zufolge, als Pius V. starb, das Volk auf den Straßen feierte, während die Mitglieder des reformierten Klerus Erleichterung suchten. Pius V. verstand seine Rolle nicht nur als Führer der Kirche, sondern auch als Beschützer der gesamten Christenheit, sowohl auf politischer als auch auf kultureller Ebene, vor Bedrohungen von außen und innen. Im internen Kontext verstärkte die Inquisition ihre Arbeit, veröffentlichte die Bulle Regians in Excelsis, die Elisabeth II von England exkommunizierte und absetzte, und veröffentlichte den Index Librorum Prohibitorum, Index der verbotenen Bücher. Obwohl diese Maßnahmen heute kontrovers sind, spiegelten sie das Denken einer Zeit wider, in der die religiöse Einheit als grundlegend für die gesellschaftliche Ordnung und das Seelenheil angesehen wurde. Am 7. Oktober 1571 markierte die Schlacht zwischen den Flotten im Golf von Lepanto die letzte große Galeerenseeschlacht der Geschichte. Der Sieg der Christen war überwältigend. Von den mehr als 230 osmanischen Galeeren konnten nur 50 fliehen. Etwa 15.000 christliche Gefangene, die als Ruderer dienten, wurden befreit. Die Tradition besagt, dass an jenem Tag, während Pius V. im Vatikan arbeitete, plötzlich innehielt, sich einem Fenster näherte und erklärte: Vergessen wir die Geschäftsangelegenheiten und danken wir Gott, denn unsere Flotte hat den Sieg errungen. Erst 2 Wochen später würde die offizielle Nachricht Rom erreichen. Die Bedeutung von Lepanto ging über das rein militärische hinaus. Obwohl die Osmanen ihre Flotte im folgenden Jahr rehabilitierten, zerstörte die Schlacht den Glauben an die türkische Seemacht und markierte den Beginn des allmählichen Niedergangs der osmanischen Macht. Der Katholizismus interpretierte es als mächtiges Symbol der Erneuerung und des Kampfes nach Jahren des Niedergangs gegenüber dem Protestantismus und dem Islam, das Fest unserer lieben Frau vom Sieg, später unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Das von Pius V. zum Gedenken an den Sieg etabliert wurde,
brachte eine breite Palette künstlerischer Werke hervor, von Veroneses beeindruckendem Gemälde in Venedig bis zu Chestertons Versen Jahrhunderte später. Pius V. starb am 1. Mai 1572, nur 7 Monate nach der Schlacht von Lepanto. 1712 wurde er heilig gesprochen und bleibt einer der wenigen modernen Päpste, die zu den Altären erhoben wurden. Trotz seiner Kürze repräsentiert sein Pontifikat die Essenz der Gegenreformation: asketisch, diszipliniert und unnachgiebig in lehrmäßigen Fragen, aber tief in die Reinigung und Erneuerung der Kirche involviert. Das Papsttum, das er zu konsolidieren half, mit zentralisierter Orientierung, regulierten, etablierten Disziplinarstrukturen und einheitlicher Zeremonie, würde den römischen Katholizismus für die nächsten 4 Jahrhunderte definieren. Wenn Trient den Entwurf für die moderne katholische Kirche präsentierte, war Pius V. derjenige, der diesen Entwurf in eine greifbare und dauerhafte Realität verwandelte. Wie würde eine auf göttlicher Offenbarung und traditioneller Autorität gegründete Institution auf den unaufhaltsamen Fortschritt des kritischen Rationalismus und des wissenschaftlichen Geistes reagieren? Im bekannten Zeitalter der Aufklärung erlebte die europäische intellektuelle Umgebung eine drastische Transformation durch den Einfluss von Denkern wie Descartes, Spinoza, Voltaire, Rousseau und Kant. In diesem Szenario befand sich das Papsttum vor dieser entscheidenden Etappe. Die Herausforderung, die die Aufklärung für eine Kirche in den frühen Phasen ihrer Konsolidierung nach den Turbulenzen der protestantischen Reformation darstellte, könnte eine diskretere, aber ebenso intensive Bedrohung sein. Im 18. Jahrhundert gab es eine tiefgreifende Transformation in der Beziehung zwischen Religion und Kultur. Während das Christentum jahrhundertelang den intellektuellen Rahmen für das europäische Denken etabliert hatte, stand nun der christliche Glaube unter der Analyse autonomer Vernunft. Dies manifestierte sich in Werken wie Spinozas theologisch-politischem Traktat, der kritische Techniken zur Analyse der Schriften verwendete, oder Voltaires philosophischem Wörterbuch, das religiöse Überzeugungen und Dogmen ohne Ehrfurcht diskreditierte. Obwohl wenige Aufklärer öffentlich Atheismus praktizierten, adoptierten viele den Deismus. Letzterer stellte einen natürlichen, auf Logik basierenden Glauben dar, der keine Wunder, Offenbarungen oder kirchliche Autorität benötigte. Anfangs reagierte das Papsttum defensiv und verurteilend. Päpste wie Clemens XI., Innozenz XIII. Und Benedikt XVI. Handelten mit Beschränkungen, Urteilen und sogar der Aufnahme von Werken in den Index der verbotenen Bücher. Die jansenistische Bewegung, eine katholische Tendenz, die auf augustinische, weise Prädestination und Gnade betonte, gewann besondere Anerkennung für ihre scheinbare Nähe zum Calvinismus. Die Enzyklika Unigenitus 1713 von Papst Clemens XIX., die 101 jansenistische Behauptungen zensierte, verursachte eine besonders schwere Krise in Frankreich. Dort legten verschiedene Kleriker und Theologen Berufung gegen das päpstliche Urteil bei einem Generalkonzil ein, was gallikanische, die Lehre der relativen Autonomie der französischen Kirche und konziliare Strömungen wiederbelebte. Jedoch entstanden mit dem Fortschritt des Jahrhunderts Päpste, die mehr bereit waren, mit der zeitgenössischen Kultur zu dialogieren. Benedikt XV., Prospero Lambertini, der von 1740 bis 1758 das päpstliche Amt innehatte, ist der herausragendste Vertreter dieser Strömung. Als herausragender Gelehrter, Kanonenspezialist und Figur mit hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten unterhielt Benedikt Kommunikation mit aufgeklärten Figuren wie Voltaire und Montesquieu. Sein Werk De Servorum Dei Beatificatione et de Beatorum Canonizatione
etablierte wissenschaftliche und rigorose Normen zur Überprüfung von Wundern in Heiligsprechungsverfahren und zeigte, dass kritische Standards in den katholischen Glauben integriert werden konnten, ohne seine wesentlichen Grundlagen zu kompromittieren. Zusätzlich förderte Benedikt die wissenschaftliche Forschung in den Kirchenstaaten, führte Reformen im Bereich der klerikalen Bildung ein und etablierte eine Versöhnungspolitik gegenüber den katholischen Staaten, wodurch er Konkordate erreichte, die schwerere Brüche vermieden. Eine der bedeutendsten Herausforderungen, denen sich das Papsttum in dieser Zeit stellen musste, war der wachsende Absolutismus der europäischen Monarchen, sogar in Ländern mit katholischer Tradition. Die als aufgeklärte Despoten bekannten historischen Persönlichkeiten, darunter Joseph II. Von Österreich, Karl III. Von Spanien und Joseph d'Estaing von Portugal, der die Führung des Marquis von Pombal erhielt, führten regalistische Politiken ein, um die Kirche dem Staat zu unterwerfen. Klöster wurden geschlossen, kirchliche Besitztümer beschlagnahmt, die Befugnisse der kirchlichen Gerichte beschränkt und die direkte Kommunikation zwischen dem Papsttum und dem örtlichen Klerus begrenzt. Die Strategien, die die Monarchen als aufgeklärte Reformen legitimierten, symbolisierten tatsächlich das Ende zentralistischer Tendenzen, die sich seit der Renaissance entwickelt hatten. Die Auflösung der Gesellschaft Jesu 1773, ein Ereignis, das die politische Schwäche des Papsttums in jener Zeit offenbart, stellte den bedeutendsten Moment dieses Konflikts dar. Die Jesuiten, die die europäische katholische Elite unterrichteten und weltweit als Missionare tätig waren, hatten eine Macht und einen Einfluss angehäuft, die Furcht hervorriefen. Nacheinander wurden sie aus Portugal 1759, Frankreich 1764, Spanien und seinen Kolonien 1767 und Neapel 1768 vertrieben, unter der Anklage des Ultramontanismus, Priorität der Loyalität zum Papst über nationale Monarchen, Einmischung in politische Fragen und Unterstützung strenger moralischer Lehren. Der Orden wurde von Papst Clemens XIX. Aufgelöst, der unter starkem diplomatischem Druck und mit der Besetzung päpstlicher Territorien schließlich das Breve Dominus ac Redemptor unterzeichnete. Diese Entscheidung wurde vom Papsttum mit großem Widerstand und persönlicher Angst getroffen und stellte eine Kapitulation vor weltlichen politischen Pressionen dar, die seit dem Mittelalter beispiellos war. Als sich das Jahrhundert seinem turbulenten Ende näherte, wird das Klima des Denkens in Bezug auf Kritik härter. Während die ersten Aufklärer normalerweise einen respektvollen Deismus beibehielten, nahmen spätere Persönlichkeiten wie Baron d'Holbach offen materialistische und atheistische Haltungen ein. Unter der Führung von Diderot und d'Alembert förderte die französische Enzyklopädie eine wachsende Kritik an der konventionellen Religion. Im Gegenzug entwickelte sich die Freimaurerei als Alternative der Geselligkeit, dargestellt mit eigenen Ritualen, und wurde offen vom Papsttum in verschiedenen Bullen wie in Eminenti 1738, von Clemens Drolze und Providas 1751, von Benedict XVI verurteilt. Am Ende des 18. Jahrhunderts befand sich das Papsttum in einer ungewöhnlichen Situation. Äußerlich geschwächt durch den Niedergang seiner politischen Macht gegenüber den absolutistischen Staaten, aber innerlich gestärkt durch die tridentinischen Reformen, die die Qualität des Klerus und des religiösen Lebens erhöhten, obwohl intellektuell in der Offensive gegen philosophische Tendenzen, die seine Grundlagen in Frage stellten. Die Französische Revolution und die nachfolgenden napoleonischen Konflikte würden die Widerstandsfähigkeit der päpstlichen Institution wie nie zuvor herausfordern und sie nicht nur intellektueller Kritik, sondern auch physischer Verfolgung und der momentanen Abschaffung ihrer Präsenz aussetzen. Ist es möglich, dass eine Institution so alt wie das Papsttum Revolutionen widersteht, die die Welt von ihren Grundlagen her umzubauen suchen?
Von der Französischen Revolution 1789 bis zu den europäischen revolutionären Bewegungen von 1845 erlebte das Papsttum eine Widerstandsübung, die vielleicht seit den Barbareneinfällen beispiellos war. In diesen Jahrzehnten intensiver Krise würden die Päpste sich nicht nur mit der Frage ihrer geistlichen Autorität konfrontiert sehen, sondern auch Exil, Haft, die Beseitigung der Kirchenstaaten und eine institutionelle Armut erleben, die an die Zeit der ersten Päpste erinnern würde. Die Französische Revolution ereignete sich während des Pontifikats von Pius VI. 1775–1799. Dieses Ereignis, das anfangs als politische Transformation wahrgenommen wurde, verwandelte sich schnell in einen klaren Widerstand gegen die Kirche. Die Zivilkonstitution des Klerus 1790, die die französische Kirche der revolutionären Staatsautorität unterordnete, verursachte einen Konflikt zwischen dem konstitutionellen Klerus, der neuen Regierung die Treue schwor, und dem refraktären Klerus, der sich weigerte, dies zu tun. Pius VI. Verwendete die Bulle Quod aliquantum 1790, um die Verfassung zu zensieren, was die Spannungen verschärfte. Während der Zeit des jakobinischen Terrors 1793–1754 verschlechterte sich die religiöse Verfolgung beunruhigend. Tausende von Ordensleuten und Klerikern wurden vertrieben oder zum Tode verurteilt, der katholische Kult wurde verboten, ein revolutionärer Kalender eingeführt, der den Sonntag abschaffte, und man suchte das Christentum durch Rituale wie den Deistischen des höchsten Wesens und später den Kult der Vernunft zu ersetzen. Die französische Eroberung der Kirchenstaaten 1796 unter der Führung des jungen Generals Napoleon Bonaparte markierte den Beginn des Falls der weltlichen Macht der Päpste. Der Vertrag von Tolentino 1797 zwang die Kirchenstaaten, ungünstige Bedingungen zu akzeptieren, die die Zahlung großer Entschädigungen und die Abtretung von Kunstwerken umfassten. Im Februar 1798 eroberte die französische Armee Rom und etablierte eine kurze römische Republik, wobei sie den betagten Pius VI. Verhaftete. Zunächst wurde er nach Siena, dann nach Florenz und schließlich nach Valence, Frankreich, gebracht, wo er am 29. August 1799 im Alter von 81 Jahren in Gefangenschaft starb. Das französische Direktorium erklärte das Ende des Papsttums und viele seiner Zeitgenossen glaubten, dass die alte Institution wirklich beendet sei. Das Konklave wurde in Venedig unter österreichischem Schutz einberufen und im März 1800 wählte es gegen jede Vorhersage Pius VII. Der neu ernannte Papst Barnaba Chiaramonti, ein Benediktiner mit versöhnlicher, aber entschlossener Persönlichkeit, würde auf die komplizierte Figur Napoleon Bonapartes treffen, zunächst als Erster, Konsul und später als Kaiser. Das Konkordat von 1801 zwischen Frankreich und dem Heiligen Stuhl stellte die katholische Praxis als Rechtsanspruch in Frankreich wieder her, obwohl unter Bedingungen, die eine umfassende staatliche Kontrolle über die Kirche gewährten. Dieser pragmatische Pakt, kritisiert von Monarchisten und Ultramontanen, die ihn als übermäßige Konzession sahen, ermöglichte dennoch die Wiederherstellung des katholischen Kults in Frankreich nach Jahren der Verfolgung. Nach der Kaiserkrönung 1804 verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Pius VII. Und Napoleon schnell. Der Vater war nach Paris gereist, um die Zeremonie zu segnen, musste aber zusehen, wie Napoleon die Krone mit seinen Händen ergriff und sich selbst krönte. Der französische Kaiser, inspiriert von Karl dem Großen, suchte eine Nationalkirche unter seiner Jurisdiktion zu etablieren. Mit der Ablehnung seiner Forderungen durch Pius VII. Und seinem Widerstand gegen die Kontinentalsperre gegen England ordnete Napoleon die Besetzung Roms 1808 und die Annexion der Kirchenstaaten an das französische Kaiserreich 1809 an.
Als Reaktion exkommunizierte der Papst die Invasoren, was Napoleon dazu veranlasste, seine Verhaftung zu verfügen. Pius VII. War 5 Jahre lang gefangen, zunächst in Savona und dann in Fontainebleau, und widerstand dem Druck abzudanken oder die Unabhängigkeit der Kirche aufs Spiel zu setzen. Erst mit dem Fall des Napoleonischen Reiches 1814 endete seine Gefangenschaftszeit. Der Wiener Kongress 1814-1815 stellte die Kirchenstaaten wieder her, und in der nachfolgenden Epoche, bekannt als Restauration, fand eine konservative Wiedergeburt statt, die anfangs die Kirche begünstigte. Papst Pius VI. Und sein anerkannter Staatssekretär Kardinal Consalvi führten geschickt die Umstrukturierung der päpstlichen Verwaltung durch, verhandelten Abkommen mit den europäischen Mächten neu und strukturierten die Kirche in Gebieten um, die erhebliche Verluste erlitten hatten. Ein bedeutender Erfolg war die Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu 1814, die ihre Entlassung 1773 korrigierte. Jedoch hatte das Trauma der Revolution tiefe Spuren hinterlassen. Das Papsttum der Restauration würde ein tiefes Misstrauen gegenüber jeder Art von Liberalismus beibehalten und ihn mit dem revolutionären Antiklerikalismus verbinden. Während der päpstlichen Verwaltung von Leo XIII. 1823-1829 und Gregor XVI. 1830-1846 wurde diese konservative Haltung deutlicher. Beide Führer verurteilten entschlossen die zeitgenössischen Freiheiten und die liberal-nationalistischen Revolutionen, die entstanden. Die Enzyklika Mirari Vos 1832 von Gregor XVI. Zensierte Liberalismus, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und die Trennung zwischen Kirche und Staat. Die Kirchenstaaten, regiert als autokratische Theokratie, verboten Eisenbahnen, als mögliche Verbreiter revolutionärer Gedanken angesehen, beschränkten die weltliche Bildung und unterdrückten Liberalbewegungen hart mit Unterstützung österreichischer Kräfte. Die Revolution von 1848, die liberale Reformen und nationale Einigung forderten, erschütterten Europa und entfesselten die schwerste Krise. Im November 1845 zwang eine republikanische Revolution in Rom Pius IX., der 1846 mit dem Ruf eines Liberalen gewählt worden war, verkleidet nach Gaeta zu fliehen. Unter der Führung von Mazzini und Garibaldi würde die Römische Republik von kurzer Dauer sein. 1849 würden französische Truppen, gesandt von Louis-Napoleon Bonaparte, die päpstliche Autorität wiederherstellen. Jedoch würde der liberale Papst nach der intensiven revolutionären Erfahrung nach Rom zurückkehren, überzeugt, dass der Liberalismus nicht mit den Rechten der Kirche vereinbar sei und bereit, eine konservative und defensive Haltung einzunehmen, die den Rest seines ausgedehnten Pontifikats definieren würde. Die Revolutionen und Reformen jener Zeit hinterließen ein widersprüchliches Erbe. Einerseits hatte das Papsttum eine beeindruckende Fähigkeit zum Überleben als Institution gezeigt und war aus Umständen hervorgegangen, in denen sein Aussterben unvermeidlich schien. Die Kirche erlebte einen Niedergang durch das Aussterben des Ancien Regime und die Aufteilung der kirchlichen Ressourcen. Jedoch hatten diese Veränderungen ihr auch die Gelegenheit geboten, sich von feudalen und höfischen Verbindungen zu befreien, was einen neuen Fokus auf ihre geistliche Mission ermöglichte. Andererseits hatte das Trauma der Revolution die Trennung zwischen dem Papsttum und den liberalen und progressiven Tendenzen verschärft und einen Antagonismus geschaffen, der die europäische Geschichte im folgenden Jahrhundert definieren würde. Die geistliche Autorität des Papsttums über die Katholiken hatte sich konsolidiert, obwohl seine weltliche Macht beim Eintritt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts erheblich abgenommen hatte. Dies geschah aufgrund des Zusammenbruchs der traditionellen Strukturuhren, die als Verbindung zwischen Rom und den Gläubigen gedient hatten. Am Morgen des Jahres 1846 wurde Giovanni Maria Mastai Ferretti als Papst Pius IX. Gewählt.
dessen Pontifikat, das fast 32 Jahre dauerte, das längste nach dem des Petrus war. Wer hätte sich vorstellen können, dass jener Kleriker, zunächst als liberal betrachtet, schließlich den katholischen Widerstand gegen die Transformationen der modernen Welt symbolisieren würde? Die ersten Jahre seines Pontifikats weckten große Erwartungen bei denen, die Reformen in den päpstlichen Nationen anstrebten. Papst Pius IX gewährte Amnestie für politische Gefangene, ermöglichte die öffentliche Beleuchtung in Rom und genehmigte den Eisenbahnbau, Maßnahmen, die sein Ansehen bei den italienischen Liberalen steigerten. Der revolutionäre Ausbruch von 1843, der Europa wie ein unkontrollierbares Feuer erfasste, würde seine Weltanschauung radikal verändern. Pius IX floh, verkleidet nach Gaeta, geschützt vom König von Neapel, als die Barrikaden in Rom entflammt waren und sein Premierminister getötet wurde. Dieses Exil stellte ein Ereignis dar, das sein Pontifikat drastisch veränderte. Bei seiner Rückkehr nach Rom, geschützt von französischen Truppen, war er nicht mehr derselbe Mann. Die Erfahrung des Exils und die Proklamation der kurzlebigen römischen Republik hatten jede Zuneigung, die er dem Liberalismus gegenüber hätte zeigen können, zerstört. In den folgenden Jahren gab es eine erhebliche Verringerung der Kirchenstaaten, der Gebiete, die über 1000 Jahre unter päpstlicher Autorität gestanden hatten. Der italienische Einigungsprozess, angeführt vom Königreich Piemont-Sardinien, gliederte diese Territorien allmählich ein. Schließlich 1870, nach dem Abzug der französischen Truppen, die Rom aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges schützten, drangen italienische Soldaten durch die Bresche von Porta Pia in die ewige Stadt ein. Die Kontrolle des Papsttums über die Ländereien, die im 8. Jahrhundert mit den Schenkungen Pippins des Kurzen begann, näherte sich ihrem Ende. Pius IX., der sich als Gefangener des Vatikans betrachtete, weigerte sich, das Königreich Italien anzuerkennen und hinderte durch das Dekret Non Expedii die Katholiken daran, in seinen politischen Bereich einzugreifen. Während dieser Jahre erlangte das Papsttum paradoxerweise größere geistliche Autorität, während seine weltliche Macht abnahm. Die Verkündung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis 1854, das Aufkommen des Syllabus der Irrtümer 1864, wo das, was als moderne Irrtümer wie Rationalismus, Sozialismus und die Trennung zwischen Kirche und Staat wahrgenommen wurde, zensiert wurde. Und insbesondere die Einberufung des Ersten Vatikanischen Konzils 1869 waren Ereignisse, die die Bedeutung Roms in der katholischen Kirche stärkten. Der Höhepunkt des Ersten Vatikanums war die monumentale Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit 1870, gerade als das Papsttum seine letzten territorialen Jurisdiktionen verlor. Diese Definition bestimmte, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er ex cathedra, vom Stuhl Petri, in Glaubens- und Sittenfragen spricht. Viele sehen diese historische Umstände als Zeichen der Gnade. Während das Papsttum seine weltliche Autorität ablegte, erlangte es eine neue geistliche Autorität. 1858 starb Pius IX, der Papst, der mit liberalen Aspirationen begann und als Symbol des katholischen Konservatismus endete. Sein Tod hinterließ eine veränderte Kirche, ohne Territorien, aber mit einer erneuerten und gestärkten geistlichen Identität. Die Ernennung von Kardinal Gioacchino Pecci zum Papst 1878 im Alter von 68 Jahren ließ viele sein Pontifikat wegen seines Alters und seiner sichtbaren Schwäche als kurzlebig wahrnehmen. Dennoch führte Leo XIII. Die Kirche ein Vierteljahrhundert lang, was zu einem der einflussreichsten Pontifikate der Ära führte. Wie könnte die Kirche, die ihre weltliche Macht verloren hatte und scheinbar nicht mit der modernen Welt versöhnt werden konnte, eine neue, bedeutsame Stimme in einer sich ständig verändernden Industriegesellschaft finden? Leo XIII. Hatte,
die Absicht, diese Frage zu beantworten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verstand Leo Dodivaciste, dass die Kirche eine neue Taktik brauchte, um den Herausforderungen der Moderne zu begegnen. Ohne die Verurteilung der modernen Irrtümer zu ignorieren, suchte er einen gemeinsamen Ort für den Dialog mit der zeitgenössischen Gesellschaft. Als Vater war er ein Intellektueller, der zur Entwicklung des katholischen Denkens zu wesentlichen Fragen seiner Zeit durch die Verwendung von Enzykliken beitrug. Während seiner päpstlichen Zeit erließ er 86 Enzykliken, die Themen von der thomistischen Philosophie Aeterni Patris 1899 bis zu Fragen der menschlichen Freiheit und der Beziehungen zwischen Kirche und Regierung behandelten. Zweifellos war die Enzyklika Rerum Novarum 1890 Leo XIII's revolutionärste Arbeit und gilt als Grundlage der kirchlichen Soziallehre. Als die industrielle Revolution ungünstige Lebensbedingungen für Millionen von Arbeitern verursacht hatte und der Marxismus unter den Arbeitern an Popularität gewann, schlug Leo XIII einen katholischen dritten Weg vor. Die Enzyklika verurteilte die Gräuel des ungezügelten Kapitalismus und die sozialistischen Alternativen und plädierte für das Recht auf Privateigentum und gleichzeitig für das Recht der Arbeiter auf einen gerechten Lohn und die Gründung von Gewerkschaften. Mit diesem Dokument beteiligte sich das Papsttum entscheidend an der Diskussion über die soziale Frage, die bis heute relevant bleibt. Leo XIII. Übte eine kluge vatikanische Diplomatie auf globaler Ebene aus, stellte die Beziehungen zu Deutschland nach Bismarcks Kulturkampf wieder her und stärkte die Beziehungen zu Frankreich trotz seiner antiklerikalen Politik. Mit der Enzyklika Praeclara Gratulationis 1894 förderte er die Annäherung an die orthodoxen Christen und mit Ad Anklos 1895 knüpfte er Verbindungen zur anglikanischen Kirche. In einer Welt, in der die Globalisierung aufgrund der Kolonialreiche voranschritt, drückte Leo XIII. Besorgnis über die Evangelisierung in Afrika und Asien aus und gründete mehrere kirchliche Zirkumskriptionen in Missionsgebieten. Leo XIII. Förderte die katholischen Studien erneut, indem er 1883 die vatikanischen Archive für Gelehrte öffnete und die Erneuerung der thomistischen Philosophie förderte. In einer von wissenschaftlichem Fortschritt erleuchteten Ära verteidigte er die Verschmelzung zwischen Glaube und Wissenschaft sowie Tradition und Moderne. Als Anhänger der lateinischen Poesie repräsentierte er selbst jenes Gleichgewicht zwischen dem Klassischen und dem Zeitgenössischen, das er für die Kirche vorschlug. Als er 1903 im Alter von 93 Jahren starb, hinterließ er ein entscheidendes Erbe. Er hatte gezeigt, dass das Papsttum ein beträchtliches moralisches und intellektuelles Gewicht in der modernen Welt ohne territoriale Einflüsse ausüben konnte und die Grundlagen für die Rolle des Heiligen Stuhls im turbulenten 20. Jahrhundert legte. Der Beginn des 20. Jahrhunderts stellte die Kirche unter die Führung von Pius X 1903-1914, einem Papst bescheidener Herkunft, der seine Anstrengungen auf die innere geistliche Erneuerung statt auf diplomatische Fragen konzentrierte. Sein Motto war: alle Dinge in Christus wiederherstellen, und in diesem Geist führte er Reformen in Liturgie und kanonischem Recht durch und bekämpfte den Modernismus, eine Reihe theologischer Strömungen, die er als Gefahr für den Glauben ansah. Jedoch sammelten sich am Horizont bedrohliche Wolken, die das Aufkommen des größten Sturms ankündigten, den Europa erlebt hatte: den Ersten Weltkrieg, der kurz nach seinem Tod ausbrach. Wie würde das Papsttum auf die beispiellosen Schrecken reagieren, die das 20. Jahrhundert mit sich bringen würde? Benedikt XV. 1914-1922 übernahm das päpstliche Amt zu einer Zeit, als Europa bereits in einen verheerenden Krieg verwickelt war.
Von Anfang an etablierte er sich als unparteiische und versöhnliche Stimme im Konflikt, beschrieb den Krieg als nutzloses Massaker und schlug Friedenspläne vor, die leider von den kriegführenden Mächten abgelehnt wurden. Seine humanitäre Arbeit war konstant. Er richtete ein vatikanisches Büro zur Lokalisierung von Kriegsgefangenen ein, organisierte den Austausch von Verwundeten. Obwohl der neue Papst ein Mann persönlicher Tugend war, zeigte er schnell einen autoritären und sogar gewalttätigen Charakter, was die Kardinäle beunruhigte, insbesondere die französischen. Sofort drückte Urban seinen Wunsch aus, die Kurie zu reformieren, kritisierte die Privilegien und den ostentaven Lebensstil der Kardinäle und deutete an, dass er eine Mehrheit italienischer Kardinäle ernennen könnte. Erschrocken verließen die französischen Kardinäle Rom und wählten mit der Begründung, dass Urbans Wahl aufgrund des Drucks des römischen Volkes ungültig gewesen sei, einen von ihnen zum Papst, Robert von Genf, der den Namen Clemens VI. Annahm und seinen Hof in Avignon etablierte. So begann das Schisma, mit zwei feindlichen Päpsten, die sich gegenseitig exkommunizierten und die Christenheit in zwei Gehorsamsrichtungen spalteten. Die Spaltung war rein politisch und basierte nicht auf theologischen oder lehrmäßigen Prinzipien. Frankreich und seine Partner, Kastilien, Aragon, Neapel und Schottland, gaben ihre Zustimmung zum Papsttum von Avignon, während England, das Heilige Römische Reich, Ungarn, Polen und der größte Teil Italiens ihre Treue zu Rom bewahrten. Für einen gewöhnlichen Christen war die Situation äußerst unbequem. Wie konnten zwei Anführer in einer Kirche existieren, die sich eine heilige, katholische und apostolische nannte? Die Situation verschlechterte sich 1409, als ein in Pisa einberufenes Konzil zur Lösung des Schismas einen dritten Papst wählte, Alexander V., später Johannes Weidenau-Treze, ohne dass die beiden anderen zurücktraten. Nun war die Christenheit in drei Gehorsamsrichtungen fragmentiert, ein Szenario, das die dreigliedrige Struktur der Gottheit selbst zu imitieren schien. Die Theorie des Konziliarismus, die vorschlug, dass ein Generalkonzil Autorität über den Papst besitze, würde die Antwort auf diese beispiellose Krise sein. Kaiser Sigismund setzte das Konzil von Konstanz 1414-1418 in Gang, das schließlich die Einheit wiederherstellen konnte. Der Antipapst von Pisa, Johannes Weidenau-Treze, wurde abgesetzt. Gregor XIII., der Papst von Rom, trat freiwillig zurück. Und Benedikt XVI., der Papst von Avignon, wurde nach seinem Widerstand gegen die Abdankung abgesetzt und exkommuniziert. Er zog sich nach Peñíscola in Spanien zurück, wo er bis zu seinem Tod weiterhin als der einzige authentische Papst anerkannt wurde. Mit dem Weg frei von Schwierigkeiten wählte das Konzil 1417 Martin Veiter, der universell als der einzige authentische Papst anerkannt wurde, und beendete damit fast 40 Jahre der Spaltung. Das große Schisma hinterließ eine Spur in der Kirche und die Konzeption des Papsttums erfuhr eine dauerhafte Transformation. Einerseits betonte es die dringende Notwendigkeit, strukturelle Reformen umzusetzen, die verhindern würden, dass politische und nationale Interessen in die kirchliche Verwaltung eingreifen. Andererseits legte der Konziliarismus, obwohl anfangs vorteilhaft zur Lösung der Krise, die Grundlagen für kirchliche Debatten über die oberste Autorität in der Kirche. Diese Diskussionen erstreckten sich über die nachfolgenden Jahrhunderte und erreichten ihren Höhepunkt im Rahmen der protestantischen Reformation. Ebenso war der Schaden am moralischen und geistlichen Ruf des Papsttums enorm und schuf ein Klima des Misstrauens, das die Verbreitung kritischer Bewegungen gegen die päpstliche Autorität begünstigte, wie die von John Wycliffe in England und Jan Hus in Böhmen. Die Wahl von Angelo Roncalli zum Papst im Oktober 1958 im Alter von 76 Jahren wurde von vielen als Übergangspapst nach dem langen Pontifikat von Pius XXII betrachtet.
Wer hätte sich vorstellen können, dass dieser betagte Bauer, charakterisiert durch seine Güte und sein einladendes Lächeln, für die tiefgreifendste Erneuerung der katholischen Kirche seit Jahrhunderten verantwortlich sein würde? Johannes Wijtentreste erschütterte die Welt nur 3 Monate nach seiner Wahl, als er seine Absicht ankündigte, ein ökumenisches Konzil einzuberufen, eine Entscheidung, die seinen eigenen Worten zufolge wie eine unerwartete Blume eines unerwarteten Frühlings entstand. Am 11. Oktober 1962 stellte die feierliche Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils eine drastische Transformation in der Beziehung zwischen der Kirche und der zeitgenössischen Welt dar. Johannes Wijtentreste charakterisierte es als Aggiornamento, Aktualisierung, das die Fenster der Kirche öffnen würde, um frische Luft hereinzulassen. Mehr als 2500 Bischöfe aus der ganzen Welt versammelten sich in der Petersbasilika, begleitet von Theologen und Beobachtern anderer christlicher Glaubensrichtungen, in dem, was das herausragendste kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts werden würde. Der Papst behauptete, dass das Ziel des Konzils nicht darin bestünde, neue Dogmen zu etablieren oder Fehler zu zensieren, sondern den christlichen Glauben auf eine für den Menschen von heute verständliche Weise darzustellen. Johannes Wijtentreste hatte nur die Gelegenheit, an der ersten Sitzung des Konzils teilzunehmen, da er am 3. Juni 1963 nach einer schmerzhaften Krankheit mit außergewöhnlicher Gelassenheit starb. Obwohl seine Zeit als Vater kurz war, schuf er nicht nur diese kirchliche Revolution, sondern auch bedeutende Initiativen in anderen Bereichen. Im Rahmen des Kalten Krieges förderte seine Enzyklika Pacem in Terris 1963 eine Friedensperspektive basierend auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Zum ersten Mal war diese nicht nur an Katholiken gerichtet, sondern an alle Menschen guten Herzens. Seine Beteiligung an der Kuba-Krise durch Kommunikation mit Kennedy und Chruschtschow trug dazu bei, eine nukleare Katastrophe zu vermeiden. Johannes Wijtentreste erhielt den Spitznamen Papa Buono, guter Papst, wegen seines Charakters, seiner Fähigkeit, Treue zur Tradition mit Offenheit für das Neue zu balancieren, seiner klaren und direkten Kommunikation und seines Humors. Er besuchte Krankenhäuser und Gefängnisse in Rom und forderte das Protokoll heraus, das die Päpste seit 1870 als Gefangene des Vatikans anerkannt hatte. Seine Sorge um soziale Fragen zeigte sich in der Enzyklika Mater et Magistra 1961, wo er die Soziallehre der Kirche für die moderne Welt aktualisierte. Mit seinem Tod erlebte die ganze Welt, sowohl Katholiken als auch Nicht-Katholiken, das Gefühl, einen Vater und Freund verloren zu haben. Zweifellos war das Zweite Vatikanische Konzil das dauerhafteste Erbe von Johannes Wijtentreste, das bis 1965 unter seinem Nachfolger Paul VI. Fortgesetzt wurde. Das Konzil produzierte 16 Dokumente, die das kirchliche Leben radikal transformierten. Die liturgische Reform, die die Verwendung von Volkssprachen in der Messe und eine größere Beteiligung der Gläubigen ermöglichte. Eine erneuerte Wahrnehmung der Kirche als Volk Gottes anstelle einer hierarchischen Struktur. Die Anerkennung der Religionsfreiheit als grundlegendes Recht, die Bereitschaft zum Ökumenismus und zum interreligiösen Dialog und eine Haltung des Dialogs mit der modernen Welt. 2014 führte Papst Franziskus die Heiligsprechung von Johannes Wijtentreste durch und gab zu, dass jener Übergangspapst eine Transformation eingeleitet hatte, deren Folgen sich bis heute entwickeln. Als Giovanni Battista Montini im Juni 1963 zum Papst gewählt wurde, übernahm er die entscheidende Verantwortung, das Zweite Vatikanische Konzil zu leiten und abzuschließen. Dieser Diplomat mit hohem intellektuellem Niveau und umfassender Erfahrung als Erzbischof von Mailand und Substitut der Staatssekretärin hatte eine intensive Spiritualität und ein tiefes Verständnis für
zeitgenössische Herausforderungen. Wie konnte man die inspirierenden Visionen des Konzils in greifbare Szenarien der Kirche in einer Welt verwandeln, die schnelle Transformationen durchlebte? Sein Ziel definierte sein 15-jähriges Pontifikat 1963–1978. Paul VI. Führte die 3 verbleibenden Sitzungen des Konzils mit Festigkeit und Ausgewogenheit durch, erzielte Konsens in kontroversen Fragen und promulgierte wesentliche Dokumente wie die Konstitution der Kirche, Lumen Gentium, und die Konstitution der Kirche in der modernen Welt, Gaudium et Spes. Als das Konzil am 8. Dezember 1965 abgeschlossen wurde, verstand er, dass die wahre Herausforderung in diesem Moment auftrat, die Reformen in einer Kirche mit 2000 Jahren Geschichte umzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, etablierte er verschiedene nachkonziliare Einrichtungen, führte ein neues Messbuch und das Stundengebet ein, reformierte die römische Kurie und gründete die Bischofssynode als ständiges Konsultationsorgan. Die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse erfolgte in Jahren intensiver sozialer und kultureller Turbulenzen. Die Studentenproteste von 1968, die sexuelle Revolution, die Kämpfe für Bürgerrechte, die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. In diesem Szenario der Erschütterungen sah sich Paul VI. Spannungen gegenüber, die die Kirche der Zeit bis dahin nicht identifiziert hatte. Die Enzyklika Humanae Vitae 1968, die die konventionelle Theorie der künstlichen Empfängnisverhütung zu einer Zeit widerlegte, als viele eine Transformation erwarteten, erzeugte einen Wirbelsturm der Kritik und Meinungsverschiedenheiten. Der Papst, von einem Journalisten als ein zwischen 2 Extremen gekreuzigter Mann beschrieben, erlebte diese Spannungen intensiv, behielt aber feste Überzeugung in der Linie bei, da er wusste, dass die Umsetzung des Konzils sowohl Treue zur Tradition als auch Offenheit für Erneuerung erforderte. Seit der Zeit der Kreuzzüge war Paul VI. Der erste Papst, der ausgedehnte Reisen außerhalb Italiens unternahm. Seine neuen Evangelisierungsreisen führten ihn auf alle Kontinente und verwandelten das Papsttum in ein wahrhaft weltweites Amt. 1964 unternahm er eine Reise ins Heilige Land, wo die berühmte Umarmung mit Patriarch Athenagoras Epimyrste von Konstantinopel stattfand, die den Beginn eines Bruches in den Beziehungen zu den orthodoxen Kirchen markierte. Mit seiner Reise zur UNO 1965, wo er leidenschaftlich »Nie wieder Krieg, nie wieder« proklamierte, stärkte sich die Position des Heiligen Stuhls als globaler moralischer Sprecher. Seine Reisen nach Afrika, Asien und Lateinamerika waren besonders relevant, wo er die Freundschaft der Kirche mit den sich entwickelnden Gemeinden ausdrückte. Im sozialen Kontext setzte Paul VI. Die Erweiterung der Soziallehre der Kirche durch die Enzyklika Populorum Progressio 1967 fort, in der er die wachsenden Ungleichheiten zwischen reichen und armen Nationen ansprach und argumentierte, dass Entwicklung der neue Name des Friedens ist. Er schuf die päpstliche Kommission Gerechtigkeit und Frieden zusammen mit dem Rat Cor Unum, um die katholischen Wohltätigkeitsaktivitäten weltweit zu harmonisieren. In seiner apostolischen Botschaft Octogesima Adveniens 1971 behandelte er aufkommende soziale Fragen wie Urbanisierung, Jugendprobleme und Diskriminierung und ermahnte die Christen, an der Veränderung der Sozialstrukturen teilzunehmen. Die letzten Jahre des Pontifikats von Paul VI. Waren geprägt von tragischen Ereignissen wie der Entführung und Ermordung von Aldo Moro, dem italienischen Premierminister, durch die Roten Brigaden im Jahr 1978. Diese Katastrophe betraf den Pontifex tief, der ein enger Freund des Politikers gewesen war. Obwohl der Vater bereits ein betagter und kranker Mann war, behielt er eine ruhige Führung der Kirche inmitten der gegensätzlichen Kräfte des extremen Traditionalismus und Progressivismus bei. Als er am 6. August 1978 während der Feier der Verklärung starb,
hinterließ er eine veränderte Kirche, die der Welt gegenüber aufgeschlossener und sich ihrer globalen Mission bewusster war, obwohl sie sich noch in der Phase der Assimilierung, der intensiven Transformation des Konzils befand. In 2018 sprach Papst Franziskus ihn heilig und erkannte ihn als weisen Steuermann an, der das Schiff Petri in widrigen Zeiten geführt hatte, während er immer die wesentliche Richtung beibehielt. Am 16. Oktober 1978 stieg eine erstaunliche weiße Rauchsäule über die Sixtinische Kapelle auf. Die Kardinäle hatten den ersten nicht-italienischen Papst seit 455 Jahren gewählt. Im Alter von 58 Jahren wurde dem polnischen Kardinal Karol Wojtyła aus dem kommunistischen Europa die Rolle des Johannes Paul II. Auf dem Balkon von St. Peter präsentiert. Wenige konnten vorhersehen, dass dieser Mann das Papsttum verändern und für die globalen Ereignisse am Ende des 20. Jahrhunderts entscheidend sein würde. Habt keine Angst. Noch mehr öffnet beständig die Türen für Christus, waren seine ersten Worte, ein Motto, das sein außergewöhnliches Pontifikat von fast 27 Jahren definieren würde. Johannes Paul II. Förderte die Figur des Papstes bis in die entlegensten Winkel der Erde. Seine 104 weltweiten Reisen, die mehr als 1,2 Millionen Kilometer umfassten, entspricht 29 Erdumrundungen, veränderten die Art, wie das Papsttum mit der Welt interagierte. Was suchte er mit dieser ständigen weltweiten Suche zu entdecken? Einerseits die Stärkung des Glaubens, der Katholiken und die Einheit der universellen Kirche, andererseits die Etablierung von Kommunikationswegen mit anderen Kulturen und Religionen. Von den majestätischen Landschaften der Metropolen bis zu den anspruchsvollen afrikanischen Dörfern, von den Favelas Lateinamerikas bis zu den fortschrittlichen asiatischen Städten, wurde Johannes Paul II. Zu einer von Millionen von Menschen aller sozialen Schichten geliebten Figur. Historiker verschiedener Tendenzen haben die Rolle von Johannes Paul II. Beim Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa ausgiebig bewertet. Seine erste Reise nach Polen 1979, nur wenige Monate nach seiner Wahl, löste ein Erwachen des nationalen Bewusstseins aus, das in der Solidarność-Bewegung entstand. Man kann Christus nicht aus der menschlichen Geschichte an irgendeinem Ort der Welt eliminieren, erklärte er in Warschau. Eine Rede, die als direkte Herausforderung an die atheistische Ideologie des Regimes wahrgenommen wurde. Seine Unterstützung für die Demokratieinitiativen in Polen, seinem Heimatland und in anderen Nationen des Ostblocks, seine diskrete, aber effektive Diplomatie mit Führern wie Gorbatschow und seine Perspektive eines Europas, das mit seinen beiden Lungen atmet, Ost und West, erwiesen sich als entscheidend für die historischen Transformationen von 1989. Das Attentat des Türken Ali Akka auf dem Petersplatz am 13. Mai 1981, das Johannes Paul II. Immer mit der Botschaft von Fatima in Verbindung brachte, verstärkte nur seine Entschlossenheit in dieser historischen Aufgabe. In lehrmäßiger Hinsicht zeichnete sich Johannes Paul II. Als produktiver Papst aus, der das neue Kirchenrecht 1983 einführte und 14 Enzykliken, 15 apostolische Ermahnungen, 11 apostolische Konstitutionen und 45 apostolische Briefe veröffentlichte. Die bedeutendsten Sozialenzykliken umfassen Laborem Exercens 1981, die sich mit der menschlichen Arbeit befasst, Solicitudo Rei Socialis 1997, die sich auf den Fortschritt konzentriert, und Centesimus Annus 1991, die die Sozialtheorie zum 100. Jahrestag der Rerum Novarum erneuerte. Seine erste Enzyklika Redemptor Hominis 1979 etablierte den christozentrischen Ansatz seiner Lehre. Der Mensch ist der Weg der Kirche und Christus ist der Weg des Menschen. Als eifriger Verteidiger der lehrmäßigen Orthodoxie ergriff er Maßnahmen durch die Kongregation für die Glaubenslehre unter der Leitung von Kardinal Ratzinger,
der später Benedikt XVI. Werden würde, um einigen Tendenzen der Befreiungstheologie und theologischen Strömungen zu widerstehen, die er als unvereinbar mit dem katholischen Glauben ansah, obwohl er ihr Interesse an sozialer Gerechtigkeit unterstützte. Sein Pontifikat war geprägt von einem beständigen Schwerpunkt auf Ökumenismus und interreligiösen Dialog. Er unternahm historische Reisen zur römischen Synagoge 1986, den ersten Besuch eines Papstes in einem jüdischen Tempel und zur Umayyaden-Moschee in Damaskus 2001. Die Gebetskonferenzen für den Frieden in Assisi, bei denen sich Führer verschiedener Glaubensrichtungen versammelten, symbolisierten sein Engagement für die globale Brüderlichkeit. Er arbeitete unermüdlich an der Versöhnung mit den orthodoxen Kirchen, unternahm Besuche in mehrheitlich orthodoxe Länder und gründete gemischte theologische Kommissionen. Trotz der Spannungen mit Anglikanern und Protestanten in Fragen wie der Frauenordination hielt er einen kontinuierlichen Dialog aufrecht. Die Enzyklika Ut Unum Sint 1995 bekräftigte das Engagement der katholischen Kirche für die Suche nach christlicher Einheit und forderte dazu auf, über neue Modalitäten der Anwendung des petrinischen Primats nachzudenken, die von allen Gläubigen akzeptiert werden könnten. In den letzten Jahren von Johannes Paul II. Waren körperliche Schmerzen aufgrund der Parkinson-Krankheit und anderen Leiden eine konstante Tatsache. Mit seinem gebeugten Körper, seiner zitternden Hand und seiner zunehmend schwächer werdenden Stimme bot er der Welt ein unauslöschliches Zeugnis der Würde im Schmerz. Ein Vater zieht sich nicht zurück, sagte er zu denen, die seinen Rücktritt vorschlugen, überzeugt, dass seine Demonstration von Verletzlichkeit und Beharrlichkeit einen spirituellen Wert an sich darstellte. Nach seinem Tod am 2. April 2005, nach der Ostervigil, versammelten sich Millionen von Menschen in Rom, um ihn zu verabschieden, und spontan ertönte der Ruf Santo subito, sofort heilig, auf dem Petersplatz. Papst Franziskus sprach ihn 2014 heilig, nachdem Benedikt XVI. Ihn 2011 selig gesprochen hatte und erkannte ihn als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte und des 20. Jahrhunderts. Weltweit an. Am 19. April 2005, als Kardinal Josef Ratzinger als Benedikt XVI. Auf dem Petersbalkon erschien, sah die Welt einen bescheidenen und demütigen 78-jährigen Mann, sehr verschieden von seinem berühmten Vorgänger. Hinter diesem zerbrechlichen Aussehen verbarg sich jedoch einer der herausragendsten Intellekte, die den Stuhl Petri besetzt haben. Wie er in seiner ersten Homilie darstellte, sah er sich als einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Ist es möglich, dass dieser deutsche Theologe, von vielen als konservativ betrachtet, nach seinen 24 Jahren an der Spitze der Kongregation für die Glaubenslehre eine Weltkirche im komplexen 21. Jahrhundert anführen könnte? Das Pontifikat von Benedikt XVI. War geprägt von seinem Bemühen um theologische und liturgische Klärung. Die 3 Enzykliken bilden ein Triptychon, das sich auf die theologischen Tugenden konzentriert. Deus Caritas Est 2005 behandelt die Liebe, Spe Salvi 2007, die Hoffnung und Caritas in Veritate 2009 untersucht die Nächstenliebe im Rahmen zeitgenössischer sozialer Herausforderungen. Ebenso wird seine apostolische Ermahnung Sacramentum Caritatis 2007 in Bezug auf die Eucharistie betrachtet. Sein Hauptwerk waren jedoch die 3 Bände von Jesus von Nazareth, veröffentlicht zwischen 2007 und 2012, in denen er eine Synthese zwischen historisch-kritischem Studium Jesu und kirchlichem Glauben präsentierte. Diese Arbeit, die er explizit als Privattheologe und nicht in Ausübung seiner päpstlichen Autorität veröffentlichte, manifestiert seinen Glauben, dass Glaube und Vernunft sich gegenseitig erleuchten, anstatt sich zu konfrontieren. In Bezug auf die Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils präsentierte Benedikt XVI. Das,
was er Hermeneutik der Reform in der Kontinuität nannte, und verwarf sowohl den rupturistischen Standpunkt, der das Konzil als einen erneuerten Beginn sah, der mit der Vergangenheit brach, als auch die traditionalistische Interpretation, die es als Abweichung betrachtete. Aus seiner Sicht repräsentierte das Konzil eine Erneuerung in der Kontinuität der einen Kirche, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Diese Vision konkretisierte sich durch Maßnahmen wie das Motu Proprio Summorum Pontificum 2007, das die Verwendung der vorkonziliaren Liturgie als außerordentliche Variante des römischen Ritus ermöglichte, um eine innere Versöhnung in der Kirche zu erreichen. Während des Pontifikats von Benedikt XVI. Hatte die Krise des sexuellen Missbrauchs durch Priester einen tiefen Einfluss. Obwohl er in seiner Rolle als Kardinal Maßnahmen größerer Strenge gefördert hatte, fand er sich als Papst inmitten von Skandalen großen Ausmaßes in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und Irland wieder. Er war der erste Papst, der sich während seiner Evangelisierungsreisen mit Missbrauchsopfern traf, bat öffentlich mehrfach um Vergebung und verstärkte die kirchlichen Regeln zur Bestrafung dieser Verbrechen. Mit Schmerz gab er zu, dass der größte Angriff auf die Kirche nicht von ihren äußeren Gegnern kommt, sondern aus der inneren Sünde der Kirche entsteht. Dennoch meinten zahlreiche Beobachter und Opfer, dass seine Bemühungen unzureichend seien und forderten bedeutsamere strukturelle Veränderungen. Am 11. Februar 2013 überraschte Benedikt XVI. Die Welt, indem er seinen Rücktritt vom petrinischen Amt aufgrund des Mangels an körperlichen und geistigen Kräften ankündigte. Dies war der erste freiwillige Rücktritt vom Papsttum in mehr als 700 Jahren. Mit Demut und Mut verkündete er: Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund meines Alters meine Fähigkeiten nicht mehr geeignet sind, das petrinische Amt korrekt auszuüben. Diese historische Entschließung transformierte das aktuelle Bild des Papsttums und machte es mehr zu einem Dienstamt als zu einer lebenslangen Würde. Am 28. Februar, bei seinem Abschied von den Gläubigen und Kardinälen, reiste er mit dem Hubschrauber nach Castel Gandolfo, wo die römischen Glocken Teil seines Abschieds waren. Später zog er sich in das Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan zurück, wo er ein diskretes Leben entwickelte, das sich auf das Gebet für die Kirche und auf einige theologische Studien konzentrierte. Nach seinem Rücktritt begann die Figur Benedikts XVI., die viele während seines Pontifikats nicht verstanden hatten, mit größerer Tiefe geschätzt zu werden. Sein intellektuelles Erbe, das mehr als 60 veröffentlichte Werke umfasst, sein Versuch, Tradition und Erneuerung in der Kirche zu versöhnen, seine Unterstützung des Christentums in einem Szenario zunehmender Säkularisierung und schließlich seine Bescheidenheit beim Rücktritt, um einem neuen Pontifex Platz zu machen, werden heute als wichtige Beiträge zur modernen Kirche gesehen. Am 31. Dezember 2022 starb er im Alter von 95 Jahren und wurde als Papa Emeritus bezeichnet, ein noch nie dagewesener Rang in der Kirchengeschichte, in einem einzigartigen Kontext, der Anwesenheit eines amtierenden Papstes und seines lebenden Vorgängers. Die von Papst Franziskus geleitete Beerdigung repräsentierte die Beständigkeit der Kirche durch die Zeit und zeigte ihre Fähigkeit, sich an variable historische Situationen anzupassen, ohne ihr Wesen zu opfern. In der Nacht des 13. März 2013 verkündete der Kardinal-Protodiakon Habemus Papam. Und kurz darauf präsentierte sich ein in eine einfache weiße Soutane gekleideter Mann ohne die typische rote Mozetta auf dem Petersbalkon und grüßte mit einem einfachen »Guten Abend«. So begann das Pontifikat von Jorge Mario Bergoglio, dem ersten Jesuiten und Lateinamerikaner, der zum Papst ernannt wurde und den Namen Franziskus zu Ehren des Heiligen von Assisi annahm.
Seine Rede würde die Welt mit einzigartigen Gesten und direkten Ausdrücken überraschen. Die Kardinäle sind fast bis ans Ende der Welt gereist, um ihn zu suchen, sagte er in jener Nacht und bezog sich auf seine Herkunft aus Argentinien. Wie würde dieser Mann aus den geografischen und existenziellen Peripherien die alte Institution des Papsttums transformieren? Seit Beginn seines Pontifikats etablierte Franziskus einen einzigartigen persönlichen Stil. Er lehnte es ab, im apostolischen Palast zu leben und wählte die Residenz Santa Marta. Er entschied sich für ein kleines Auto anstelle der luxuriösen päpstlichen Limousinen. Er trug seine eigenen schwarzen Schuhe anstelle der traditionellen roten. Und er etablierte eine direkte Interaktion mit den Menschen, durchbrach Sicherheitsprotokolle, um Kranke zu umarmen, Kinder zu umarmen und Hilfe zu leisten. Diese symbolischen Gesten verwendeten eine einfache und verständliche Sprache mit Metaphern aus dem täglichen Leben und umgangssprachlichen Ausdrücken. Sein Aufruf zu einer armen Kirche für die Armen und das Erreichen der existenziellen Peripherien, wo menschlicher Schmerz wohnt, fand weltweit Widerhall und zog sogar Nichtgläubige an. Eine der Grundlagen seines Pontifikats war die Reform der römischen Kurie in Erfüllung des Mandats, das die Kardinäle aus den vor dem Konklave stattfindenden Versammlungen erhalten hatten. Das apostolische Dokument Praedicate Evangelium 2022 führte eine Umstrukturierung der vatikanischen Dikasterien durch, um Strukturen zu vereinfachen, Ausgaben zu reduzieren, finanzielle Transparenz zu stärken, die Präsenz von Laien und Frauen in Führungsrollen zu erhöhen und die gesamte kuriale Struktur auf die Evangelisierung auszurichten. Die Gründung des Kardinalsrats als ständiges Beratungsorgan, die Änderung des Instituts für die Werke der Religion, Vatikanbank und die Einführung neuer Protokolle gegen Geldwäsche und Korruption stellen bedeutende Maßnahmen in Richtung einer klareren und effektiveren Verwaltung dar in dem kirchlichen Im Bereich hat Franziskus die Synodalität als Lebensstil der Kirche bevorzugt und Synoden über die Familie 2014-2015, die Jugend 2018, Amazonien 2019 und einen weltweiten synodalen Prozess mit Fokus auf die Synodalität selbst 2021-2024 einberufen. In seinem Enzyklikaprogramm Evangelii Gaudium 2013 ruft er zu einer Kirche unterwegs auf, die in der Interaktion mit anderen führt und zu einem Feldlazarett für die Verwundeten des Lebens wird. Die kirchliche Ermahnung Amoris Laetitia 2016, die aus der Familiensynode hervorging, schlägt eine pastorale Perspektive für komplizierte Situationen wie wiederverheiratete Geschiedene vor und wendet das Prinzip der Unterscheidung von Fall zu Fall an. Querida Amazonia 2020 behandelt die ökologischen, kulturellen und pastoralen Herausforderungen dieser für den Planeten vitalen Region, während Christus Vivit 2019 sich direkt an die Jugendlichen über ihre Rolle in Kirche und Welt richtet. Die sozialen und ökologischen Themen haben eine grundlegende Rolle in seiner Bildung gespielt. Die Enzyklika Laudato Si 2015 ist der erste päpstliche Text, der die Ökologie integral behandelt und das Konzept der integralen Ökologie einführt, das den Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit und Ethik verbindet. Er argumentiert, dass es nicht zwei unabhängige Krisen gibt, eine umweltbedingte und eine soziale, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise. Der Einfluss dieser Enzyklika war sowohl in katholischen Gemeinden als auch im internationalen Dialog über Nachhaltigkeit und Klimawandel bedeutend. Die dritte Enzyklika, Fratelli Tutti 2020, schlägt globale Brüderlichkeit und soziale Kameradschaft als Taktiken gegen Tendenzen wie isolierten Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und die Wegwerfkultur vor, die die Benachteiligten ausschließt. Bei
Seinen Evangelisierungsreisen in Länder wie Myanmar, Thailand und den Irak, die noch nie zuvor von einem Papst besucht wurden, hat Franziskus den geografischen und existenziellen Peripherien Priorität eingeräumt. Flüchtlingslager, Gefängnisse, Favelas, Krankenhäuser und Konfliktgebiete. Die diplomatische Arbeit ermöglichte die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten, die Suche nach friedlichen Lösungen in Kolumbien, Venezuela und dem Südsudan und verurteilte das Verbrechen des Menschenhandels und die Globalisierung der Gleichgültigkeit gegenüber Migranten und Flüchtlingen. Die Reise in den Irak 2021, die den unerfüllten Wunsch von Johannes Paul II. Verwirklichte, übermittelte eine Botschaft der Solidarität ins Herz einer von Kriegen und religiösen Verfolgungen verwüsteten Region. Wie alle anderen hat das Pontifikat von Franziskus seine Kontroversen und Widerstände erlebt. Viele Menschen haben seine Bemühungen zur Behandlung des Skandals des sexuellen Missbrauchs positiv bewertet, die den Weltgipfel von 2019, die Aufhebung des päpstlichen Geheimnisses in Missbrauchsfällen und verschiedene kanonische Reformen umfassen, aber Opfergruppen sehen sie als unzureichend an. Die Positionen von Papst Franziskus zu Themen wie Scheidung, Betreuung von LGBT-Personen, Abtreibung und Frauenpriestertum haben Kritik und Enttäuschungen aus verschiedenen Bereichen hervorgerufen. Seine pastoralen Erklärungen über Wiederverheiratete, Geschiedene und die Betreuung von LGBT-Personen haben Kritik von traditionalistischen Gruppen hervorgerufen, während seine Unterstützung traditioneller Positionen in Fragen wie Abtreibung und Frauenpriestertum progressive Gruppen enttäuscht hat. Seine Ausdrucksweise, die oft direkt und manchmal improvisiert ist, hat Kontroversen in den Medien hervorgerufen, aber auch ermöglicht, dass die päpstliche Botschaft diejenigen erreicht, die der Kirche fernstehen. Mit der Feier des 10. Jahrestags seines Pontifikats setzt Franziskus seine Mission mit beeindruckender Kraft fort, obwohl er gelegentlich aufgrund gesundheitlicher Probleme einen Rollstuhl benutzen musste. Seine Idee einer Kirche im Aufbruch, nahe zu den Benachteiligten und Marginalisierten, engagiert für Frieden und Gerechtigkeit, offen für ökumenischen und interreligiösen Dialog und strukturiert auf synodalere und weniger klerikale Weise, hat einen Weg gezeichnet, der unabhängig von der Dauer seines Pontifikats die Richtung der katholischen Kirche in den kommenden Jahrzehnten definieren wird. Wie er selbst sagte, die Zeit ist größer als der Raum. Das Entscheidende ist nicht, Machtbereiche zu besetzen, sondern Veränderungsprozesse zu initiieren, die über konkrete Personen hinausgehen.